Hallo, in diesem Video zeigen wir dir, wie du die erste Schicht Gipskartonplatten an deiner Trockenbauwand montierst. Beginne in einer Ecke und arbeite dich an der Wand entlang. Die Gipskartonplatten werden mit einem Abstand von etwa 1 cm zu Boden, Decke und Wand ausgerichtet und mit Schnellbauschrauben an den Profilen befestigt. Die Platten versetzt anbringen, sodass keine Kreuzfugen entstehen. Es ist üblich, die Wände innen und außen mit je 2 Lagen Gipskartonplatten zu beplanken. Dadurch wird zum einen der Schallschutz verbessert, zum anderen ist die Wand stabiler für die Befestigung von Regalen und Hängeschränken. Um die Platten zu kürzen, schneide sie an der Oberseite mit einem Cuttermesser ein und knicke sie dann um. Jetzt kannst du den Karton an der Unterseite durchschneiden. Glätte die Schnittkante mit dem Cuttermesser oder einem Kantenhobel. Die Schnittkante schrägst du einseitig etwas ab. Dadurch entsteht beim Zusammenfügen eine Fuge. Diese Fuge wird später mit Fugenmasse geschlossen. Die Gipskartonplatten werden mit Trockenbauschrauben an jedem CW-Profil verschraubt. Bei der ersten Gipskartonlage reicht ein Schraubenabstand von ca. 75 cm. Die Verschraubung erfolgt von oben nach unten. Senkrechte Plattenstöße müssen mittig am CW-Profil enden. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben versenkt werden, aber die Papieroberfläche der Platten nicht beschädigt wird. Bei Trockenbauschrauben kann dies mit dem Tiefenanschlag eingestellt werden. Wenn eine Seite der Trockenbauwand beplankt ist, kann der Dämmstoff eingebracht werden. Die Mineralwolle auf die richtige Größe zuschneiden und die Hohlräume zwischen den CW-Profilen ausfüllen. Achte darauf, dass der Dämmstoff gleichmäßig verteilt und nicht zu stark komprimiert wird. So erreichst du eine optimale Schall- und Wärmedämmung. Mit diesen Schritten und Tipps kannst du eine solide Trockenbauwand mit hervorragenden Dämmeigenschaften bauen. Viel Erfolg bei deinem Projekt! Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und wenn du unseren Kanal abonnierst. Für mehr Videos aus der Trockenbauwand erstellen Serie, schau doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Bis bald!